jetzt sind Mimi und Josie zum ersten Mal bei den Gezeitenkonzerten. Ich bin mega happy. Und eigentlich denkt man, hey, ein klassisches Kammermusikfestival und jetzt sind die absoluten Superstars der, was ist der Pop-Szene? Ich weiß nicht, der Nachwuchsszene, ich weiß es nicht, hier. Von euren Klicks bei YouTube mit jetzt wie viel? Creep hat wie viel? Creep hat ungefähr 51 Millionen. Mein Gott. Wenn ich über 1000 komme, bin ich immer schon ganz happy. Nein, es ist wirklich ein Geschenk. Und ich habe euch kennengelernt. Ich habe das erste Mal, als ihr in Voice Kids aufgetreten wart, eben mit Radiohead, saß meine Familie am Fernseher und sagte, Papa, guck mal. Und ich kam da rein. Ich habe das auch immer gerne verfolgt, weil ich diese Show echt mag. Das sind wirklich tolle Talente. Ja. Und ich mag auch, wie die Mark Forster und Lena und Sascha jetzt und Bossos und so, wie die das so kommentieren. Naja, und dann habt ihr gesungen und ich habe aufgehört zu atmen und ehrlich gesagt, mir sind die Tränen gekommen. Und ich habe mir das mal, ja, ehrlich. Und jetzt, wo ich euch gehört habe, ihr habt was so dermaßen in die Seele geht. Und das ist wunderbar und ihr macht das so toll. Habt ihr, also wie schafft man das, man so unglaublich verzahnt, parallel diese Koloraturen und die habt ihr das seit? Willst du was sagen? Also wir sind ja No Wonder zusammen aufgewachsen, weil wir Okay, sind Schwestern. okay. Und das heißt, wir machen das schon seit wir quasi geboren wurden. Singen wir halt schon zusammen und machen halt schon Musik zusammen. Und irgendwie, desto älter man wird, desto mehr macht man dann auch Musik und desto mehr hat man dann auch Spaß dran. Und wir sind halt einfach damit aufgewachsen, dass wir viel mit Musik in Kontakt gebracht wurden. Und auch diese Zweistimmigkeit und sowas. Mittlerweile, wenn sie irgendeine Melodie singt, kann ich gleich, wenn es nochmal wiederhole, kann ich direkt drauf singen, weil wir einfach das gewöhnt, wir sind halt einfach gewöhnt, das zu machen. Ja. Und ja. Auch wie Das sich wollte ich eure auch gerade Stimmen sagen. mischen. Ich wollte auch gerade sagen, so dadurch, dass wir so viel zusammen schon gemacht haben, so viel einfach spontan mal irgendwie, ja, schau mal hier, sing doch mal dazu und so, oder spontane Jam-Sessions oder so einfach machen zu Hause. Irgendwann, wenn du so viel übst und immer und wieder, egal mit was, also kann auch irgendwas anderes sein, irgendeine Sportart oder so, je öfter du es machst, desto besser wirst du und das ist bei Musik genau dasselbe. Und wir haben es halt sehr, sehr oft gemacht. Vielleicht ist es auch für das Publikum oder für die Leute, die jetzt dieses Interview hören, noch ganz interessant, noch ein paar Fragen von Mädels, sage ich jetzt einfach so, aus eurer Generation zu hören. Und ich würde jetzt mal hier diese Treppenstufe frei machen. Wollt ihr noch ein paar Fragen stellen? Alles klar. Danke. Hallo, ich bin Milena. Hallo, ich bin Floraline. Genau, und wir haben jetzt auch noch einmal ein paar Fragen an euch. Nämlich einmal, jetzt haben wir euch ja heute bei dem Stream, also was wir jetzt gerade aufgenommen haben, nur getrennt gehört, also ihr beide und eure Eltern einmal. Aber macht ihr zu Hause auch viel zusammen Musik? Also mit unseren Eltern machen wir eigentlich was. Also Wir machen so Jam-Sessions manchmal halt so irgendwie, aber das ist dann nie so, okay, jetzt setzen wir uns hin und wir machen alle zusammen Musik, sondern es ist dann so, einer ist halt gerade irgendwie was so am Klimpern am Klavier und dann manchmal kommt es dann so zusammen, aber eigentlich eher getrennt. ja. Okay. Und hört ihr auch klassische Musik? Weil eure Eltern machen ja eher Richtung klassisch. Also was. ich nicht. Ich schon, also ich spiele auch klassisches Klavier schon, also sehr lange, habe auch Unterricht und so und das mag ich auch schon sehr gern, also das ist bei mir sehr breit gefächert, mein Musikgeschmack. Okay, und dann jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, also Instagram und so, also ihr habt ja irgendwie 300.000 Follower oder so, oder mehr sogar, das ist mega krass erstmal. Und ihr bekommt, weiß ich nicht, glaube ich, bekommt schon Kritik auch, oder? Ja. Wie geht ihr damit um? Also ich finde, Kritik ist ziemlich wichtig und ich finde einfach, dass Leute natürlich sagen sollen, was sie meinen und wir nehmen das dann auch ziemlich gut auf, wenn es Kritik ist, die uns auch weiterhelfen kann, aber wenn es Kritik ist, die einfach rein äußerlich ist oder einfach, die es nur negativ ist und uns nicht weiterhelfen kann, dann versuchen wir einfach zu sagen, ja, die haben ihre Meinung, so ist es. Akzeptieren wir und dann akzeptieren wir es weitermachen. einfach. Einfach nicht so an sich ranlassen kommen.
Und dann noch ein Thema zu The Voice Kids. Und zwar, wie war das mit der Aufregung? Wahrscheinlich wart ihr bei den Blinds relativ aufgeregt. Hat sich das dann gebessert im Laufe der Zeit Richtung Finale oder war das dann immer so noch sehr aufregend? Also vor der Blind Edition, bevor das Tor Tor da aufging. aufgegangen ist, waren wir mega aufgeregt, wie wahrscheinlich jedes Kind, was da stand. Aber dann, sobald wir angefangen haben zu singen, ist eigentlich die ganze Aufregung eigentlich so voll weggegangen. Aber auch so im Laufe der Show, es wird nicht weniger. Es ist jedes Mal, bevor du auf eine Bühne gehst, ist immer Aufregung da. Aber dadurch, dass man dann die Leute kennt und schon ein bisschen weiß, wie es da so abgeht hinter der Bühne, ist man ein bisschen entspannter. Und das ist nicht so ein krass nervöses Aufregen, sondern einfach nur ein Aufregen, ich will jetzt auf die Bühne. Also es ist unterschiedlich. Apropos The Voice Kids, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, euch zu bewerben? Wie lief das so ab? Also das war schon öfters so die Idee, oh Mama, ich will zu The Voice Kids gehen, da gehen voll viele Leute hin. Und Mama immer so, nein, mach das nicht, mach lieber dein eigenes Ding, mach das nicht. Mach einfach weiter, was du machst. Und dann eines Tages, ich gehe zu Mama so, ja Mama, können wir uns auf diesem Programm, da kann man sich für die neue Staffel von The Voice bewerben. Die so, ja okay, komm, mach. Und dann habe ich mich alleine beworben, weil meine Schwester, sie war zu Wir alt. dachten, dass ich zu alt bin und dann hatten die aber gerade in dem Jahr die Altersspanne bis um ein Jahr verlängert. Heißt Achso, ja, nur um 2 Wochen verlängert, sodass ich gerade noch in den Rahmen mit reingepasst habe. Und dann hatte sie schon ihr eigenes Video, wo sie alleine singt, reingeschickt und dann haben wir geschrieben, hey, also dann war sie, glaube ich, schon eingeladen worden zu der nächsten Audition-Runde. Ja. Aber dann war so, hey, also wir haben noch eine andere Schwester und die singen auch super gern zusammen. Wie wär's denn? Könnten die denn auch zu zweit gehen? Und dann meinten, ja klar, schick ein Video. Und dann waren wir halt irgendwie drin und dann waren wir halt irgendwie weiter und dann haben wir halt irgendwie gewonnen. Also okay, ganz so schnell. Wir hatten dann mehrere Auditions in München und in Berlin und dann kam halt erst die gefilmte Blind Audition. Also da sind mehrere Schritte davor. Und wie war das zwischen den Blinds und den Battles? Wie viel Zeit hattet ihr da ungefähr zum Üben und auch dann zwischen den Sing-Offs und zum Finale hin? Also zwischen den Blinds und den Battles hatten wir recht viel Zeit beziehungsweise zwischen den Blind und den Battles war viel Zeit, aber wir haben halt den Battle-Song wirklich so bekommen, wie es gezeigt wird, also direkt einfach mit den anderen zusammen den Song bekommen und dann bis zu der Ausstrahlung waren es irgendwie 3-4 Tage oder sowas, wo wir halt mit den Vocal Coaches hinter der Bühne, geübt haben und sowas und dann, da war jetzt nicht so viel Zeit zum Üben, aber in den Sing-Offs singt man ja den Song, den man in den Blind Auditions gesungen hat und den haben wir halt ja schon öfter gesungen, deswegen da ging es ganz klar. Okay, und habt ihr immer noch Kontakt zu zum Beispiel jetzt den Battle-Leuten, also mit denen ihr in einem Battle wart? Ja, also ich habe noch Kontakt mit Greta und Kimi. Ja, die waren voll die eher netten weniger Menschen. leider, aber ich schreibe manchmal noch so auf WhatsApp oder sowas mit denen. Und es ist ja so, die Folgen bei The Voice Kids werden ja vorproduziert und nur das Finale ist halt live. Wie habt ihr es dann gemacht, dass, ihr durftet das ja euren Freunden und so gar nicht erzählen, oder? Ja, genau. Das war ganz schön schwer, das nicht jedem sofort zu erzählen. So, oh mein Gott, Leute, ihr wisst nicht, das haben sich 4 Leute für uns umgedreht und so. Und ja, das war ganz schön schwer, das ein Geheimnis zu behalten. Ja, vor allem, ihr wurdet dann ja auch wahrscheinlich, während die Sendung dann ausgestrahlt wurde, auch angesprochen und so auf der Straße, oder? Ja. So, das war krass und so. Sag mal, die Songs, die ihr vorhin uns, wo ich das Glück hatte, dabei sein zu dürfen, ist ja Corona-Zeit und wir haben uns gefreut, das überhaupt jetzt aufnehmen zu können, damit es gestreamt wird und dadurch vielleicht auch ein ganz neues Publikum, also vielleicht viele von euren Followern für die Gezeitenkonzerte auch begeistern können. Ihr sagt, das sind alles eure Songs, natürlich bis auf Yesterday und Halleluja und Du geschrieben? Ja, du geschrieben, also das sind immer so 50-50. unterschiedlich, ja. Und, eigentlich schon 50-50. Und Texte? Texte Selber. auch selber geschrieben, alles. Und schreibt ihr die dann irgendwie, Songs kommen so unter der Dusche oder am Das ist bei uns Computer ziemlich oder unterschiedlich. beim Spazierengehen? Ja, also ich persönlich kriege meine Ideen einfach, wenn ich eine Melodie irgendwie im Kopf habe oder so, dann denke ich mir so, oh ja, ganz cool, nehme ich es mit dem Handy auf. Egal wo ich bin, nehme ich es mit dem Handy einfach kurz auf, so diese Melodie, mache so. Und dann, wenn ich zu Hause bin, versuche ich halt irgendwie entweder mit der Gitarre oder mit dem Keyboard oder irgendwas da ein paar Akkorde dazu zu finden oder so und eine Bridge und Strophe, bla bla.
Und dann tue ich es am Computer alles aufnehmen und ein Beat dazu. Und ich mag es sehr gerne auf dem Computer auch zu bauen, quasi meine Lieder. Und ja. Seid ihr vor den Auftritten jetzt immer noch aufgeregt oder wird das jetzt mit der Zeit, je mehr Auftritte man hat, besser? Also ich finde, ein bisschen Aufregung gehört immer dazu, aber so, es kommt eigentlich aufs Konzert drauf an. Aber meistens haben wir es relativ im Griff, weil wir jetzt ziemlich viele Konzerte schon hatten und viele Auftritte. Und dann geht es immer besser eigentlich. Und man kann. Der Trick ist einfach gegen Aufregung, desto besser du dich vorbereitet hast, desto weniger Aufregung hast du. Und weil du halt dich voll darauf verlassen kannst, dass du es 1000-mal gemacht hast und dass du es im Schlaf und rückwärts kannst. Und dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ja. Ihr bekommt wahrscheinlich auch viele Anfragen für Auftritte oder Konzerte. Wie ist das? Kriegt ihr das mit der Schule gut hin oder wie managt ihr das? Also wir haben tatsächlich eine Managerin dafür, die erstmal alles vorsortiert, also die Sachen aussortiert, wo sie denkt, okay, die haben da eh kein Interesse dran oder keine Ahnung, das ist irgendwie was wir nicht machen sollten. Aber das ist natürlich schwer, das mit der Schule zu managen, aber also jetzt gerade im Moment ist es nicht so wirklich schwer, weil es gibt weder Konzerte noch nicht die Schule. Also geht's eigentlich ganz gut. Aber so im Normalfall ist es schon ganz schön schwer, aber ich glaube, wir haben mittlerweile ein gutes Programm, wie wir das managen, dass wir erst Schule machen und danach setzen wir uns in die Musik und ja, es geht eigentlich ganz gut. Ja, okay. Und apropos Schule, werdet ihr in der Schule und insgesamt halt auf der Straße, wenn man mal in der Stadt ist und so, werdet ihr oft angesprochen? Irgendwie können wir mal ein Foto machen oder so? Also manchmal werden wir angesprochen, aber meistens werden wir nur angeschaut und es wird vielleicht vermutet, oh ja, vielleicht ist es sie. Und dann bin ich aber schon vorbeigelaufen. Das heißt, dann ist es eh schon zu spät. Also wenn Leute zu mir hinkommen und sagen, hey, kann ich ein Foto machen oder sowas, dann mache ich da gerne ein Foto. Aber wenn sie so hinter meinem Rücken so tuscheln, dann weiß ich nicht. Ja, mir ist es auch schon öfter passiert, dass Leute versucht haben, so auf geheim ein Foto von mir zu machen, irgendwie so während sie tun so, als ob sie telefonieren würden und dann machen sie so ein Foto, aber dann ist der Blitz an und man sieht, dass er ein Foto macht und ich schaue so und gehe halt dann so weg, weil das ist halt richtig unfreundlich und sowas macht man einfach nicht. Dann fleckt man einfach und dann ist es auch kein Drama, dann macht man ja super gern ein Foto und trifft die Leute und sowas, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mimi und Josie in, sagen wir mal, 5 Jahren oder lieber in 10 Jahren, was wäre euer Traum? Kann man das sagen? Also klar, Musiker werden es immer irgendwie ein Traum von uns, aber wir haben auch individuelle Träume. Mich interessiert auch Schauspielerei sehr. Also das wäre auch eine Ecke, wo ich Interesse dran hätte, aber das müssen wir einfach noch schauen, das lassen wir alles auf uns zukommen und mal schauen, was sich so ergibt. Mhm. Und wenn ja deine Schwester Schauspielerin ist, was machst du? Auch Schauspieler? Nee, ich kann mir nicht anderes vorstellen als Musik, ehrlich gesagt. Also ich interessiere mich sehr in so Fashion und sowas und das will ich auch nach der Schule vielleicht studieren. Aber sonst kann ich einfach, ich weiß nicht, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Okay, und ich habe jetzt noch eine Frage über eure Zukunft, also wie ihr euch das vorstellt. Nämlich, mein Vater hatte ja gerade eben, also hatte auch schon ein Interview mit euch, wo auch gesagt wurde, dass ihr euch schon vorstellen könntet, weiter mit Musik was zu machen. Und könntet ihr euch vorstellen, dass jetzt ihr zusammen weiter was macht oder ist es dann irgendwie, dass dann man sich gegenseitig irgendwann nervt oder so? Oder? Also das weiß man ja eigentlich nie, aber es wäre natürlich richtig cool, wenn ich weitermachen könnte mit meiner Schwester. Ja, wie gesagt, also wir lassen es einfach auf uns zukommen und schauen, was so passiert und wenn wir uns irgendwie, keine Ahnung, man weiß ja nie, was passieren wird, also man muss da eigentlich sehr offen, offene Perspektiven haben. Offene Perspektive. Ja, keine Ahnung. Okay, das ist Cool. kennengelernt. Ja, danke schön.